Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Heute befinden wir uns an einer Obstanlage, in der wir auch Kirschen haben. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema: Wie vermeide ich, dass diese wurmig werden? Wie man umgangssprachlich sagt, dass die Kirschen wurmig werden, ist eigentlich nicht ganz richtig. Weil wenn man es genau nimmt, ist der Schaderreger in dem Fall eine Made. Und zwar ist es die Made, die aus den Eiern der Kirschfruchtfliege schlüpft. Und die ist der Schaderreger, den es jetzt zu bekämpfen gilt. Die Kirschfruchtfliege ist ein in etwa 4-5 mm großes Tier mit einem markanten gelben Schild am Rücken. Und diese legt jetzt die Eier beim Umfärben der Früchte von grün auf orange, eben im Stadium, wenn die Früchte gerade gelb sind, auf diese ab. Das ist auch der Grund dafür, warum man sie mit Gelbtafeln sehr gut kontrollieren kann, ob sie vorhanden sind oder nicht. Aus den Puppen, die im Boden überwintern, schlüpfen dann Mitte Mai bis Anfang Juni die Kirschfruchtfliegen, und diese benötigen ungefähr 8 bis 10 Tage, bis sie dann auf den Früchten ihre Eier ablegen. Ungefähr dieselbe Zeit benötigen diese dann wieder, damit aus den Eiern die Made schlüpft und die dann für uns die sogenannten wurmigen Kirschen verursacht. Und da sind wir jetzt auch beim ersten Punkt, wie man madige Kirschen vermeiden kann. Und zwar besteht er darin, möglichst frühreife Sorten zu wählen. Sorten, die in unserem Klima vor Mitte Juni reif werden, sind eben schon genussreif, vollreif, bevor die Maden aus den Eiern schlüpfen, und können deswegen fast aus Prinzip nicht wurmig werden. Sehr gute Sorten in diesem frühreifenden Bereich wären zum Beispiel als Standardsorte Boulard oder auch Belize, beziehungsweise als frühe selbstfruchtbare Sorte auch Sabrina. Wenn man dann spätreifendere Sorten hat, hat man zum Beispiel als tolle biologische Maßnahme auch das Einnetzen der Bäume. Man sieht das jetzt gerade hier auf meiner rechten Seite, wo wir selbst die frühreifenden Sorten eben schon gegen die Kirschfruchtfliege und auch gegen die Kirschessigfliege eingenetzt haben. Links die spätreifenden Sorten, die noch nicht den Zeitpunkt, also noch nicht den Farbumschlag genügend weit gemacht haben, die erst später eingenetzt werden. Wir haben hier in unserer Obstanlage jetzt eine spezielle Konstruktion. Das System hier nennt sich Keep in Touch und kombiniert gleich mehrere Vorteile. Einerseits haben wir hier natürlich jetzt außen das Netz, was ich gerade schon erklärt habe, als Schutz gegen Kirschfruchtfliege und Kirschessigfliege. Andererseits haben wir auch oben hier direkt ein Dach, eine Folie, die die Kirschen vor Regen und somit gegen übermäßiges Aufplatzen schützt. Und natürlich auch noch ein Vorteil von diesem Netz ist, dass man die Kirschen auch genauso gegen Vögel schützt. Und besonders anfällig gegen Vogelfraß sozusagen sind dann wiederum vor allem die frühreifenden Sorten. Für den Hausgarten wäre es demnach auch empfehlenswert, sich Netze zu besorgen. Im Baumarkt gibt es oft 8x8 oder 10x10 Meter große Netze. Wichtig dabei zu beachten ist, dass sie die richtige Maschenweite haben. Dass sie gegen die Kirschfruchtfliege ausreichend wirkt, empfehlen wir eine Netzdichte von 1,3 mm. Wir hier in unserer Anlage haben sogar eine Netzdichte von 0,8 mm. Das schützt dann auch schon vor der Kirschessigfliege. Die ist noch ein relativ neuer Schädling, der in Österreich bis jetzt zum Glück nur vereinzelt aufgetreten ist, aber mit dem man in Zukunft auch rechnen muss. Ebenfalls eine Möglichkeit der Bekämpfung wären Gelbtafeln. Auf diese fliegen die Kirschfruchtfliegen genauso eben wie auf die gelben Kirschen. Diese sollten mit Leim bestrichen sein, dass sie eben darauf haften bleiben. Gibt es entweder wieder in Baumärkten oder Gartencenter fertig zu kaufen, oder kann man sich auch relativ einfach selber machen. Was man hier aber dazu sagen muss, ist schon, dass man erstens relativ viele dieser Gelbtafeln braucht, um einen wirklich deutlichen Effekt zu haben, um wirklich genug Eier wegzufangen. Ungefähr 8 bis 10 pro Baum. Und selbst dann garantiert es halt nicht für 100%igen Schutz. Mit Netzen hat man da definitiv ein effizienteres Ergebnis. Ebenfalls möglich ist es, die Kirschfruchtfliege natürlich auch mit chemischen Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen. Dabei ist aber wichtig, dass man Karenzzeit und Anwendungshinweise liest und auch beachtet, einhält.
und dass man natürlich nur zugelassene Pflanzenschutzmittel verwendet und sich gegebenenfalls vor der Anwendung noch einmal beraten lässt. Der richtige Zeitpunkt für solche Anwendungen ist dann, wenn die Kirschen eben gerade gelb sind, sprich im Stadium zwischen grün und orange sich befinden, weil direkt da die Eiablage passiert. Auch immer wieder hören wir von unseren Kunden, dass sie empfohlen bekommen haben, in der Blüte gegen die Kirschfruchtfliege zu spritzen. Das ist aber definitiv ein Irrglaube. Es kann zwar Sinn machen, allerdings nicht gegen die wurmigen Kirschen, sondern gegen die Kirschblütenmotte. Diese legt keine Eier in der Kirsche ab, es schlüpfen auch keine Maden daraus. Es ist ein anderer Schaderreger mit anderer Biologie. Es kann Sinn machen, diesen zu bekämpfen. Gegen die Kirschfruchtfliege bringt eine Bekämpfung zur Blütezeit nichts. Hat man zu große Bäume, um sie einzunetzen oder um chemischen Pflanzenschutz zu betreiben, gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar muss man für diese etwas großräumiger als in den Vorjahren Kirschen gefallen sein können, also etwas größer als die Baumkrone, auf den Boden mit Netzen bedecken. In dem Fall wieder gleiche Maschenweite wie schon vorher erwähnt, mindestens maximal 1,3 mm, um die geschlüpften Kirschfruchtfliegen aus den Puppen gar nicht zum Baum zu lassen, sondern quasi am Boden zu unterdrücken. Wir wünschen Ihnen eine hoffentlich ertragreiche Kirschenernte ohne Wurm und Made und würden uns sehr über Feedback freuen und lassen Sie uns das auch wissen, wenn Sie in Zukunft auch Videos über die Kirschessigfliege hören wollen.